So, ja, herzlich willkommen erstmal hier zu einem neuen Video auf diesem neuen Kanal. Und heute sind wir hier in der Pension Algarrobeña in Algarrobo in Andalusien. Hier ist nicht allzu weit weg hier vom Wasser. Das ist eigentlich schon wieder ein bisschen in den Bergen, aber man fährt die Straße runter, 10 Kilometer und dann ist man am Meer. Und ja, ich wollte euch heute mal dieses Etablissement zeigen. Und ich habe ja schon die 360 Grad Fotos gemacht, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Es ist eigentlich relativ groß für das, was es kostet. Den Preis blende ich jetzt mal ein. Und ich habe mir ein Doppelzimmer. Es gab eventuell auch noch was Kleineres, aber ich suche mir immer irgendwas raus, wo ich dann auch ein eigenes Badezimmer habe. Es gab, glaube ich, auch ein Einzelzimmer, aber dann hast du halt nur so einen ganz kleinen Verschlag, wo du dann im Flur irgendwo dann das Badezimmer suchen musst. Wir haben hier auch, ich werde jetzt mal die Kamera umschalten, damit ihr vielleicht noch ein paar andere Dinge seht. So, und ich versuche es mal hier im Weitwinkel zu machen. Das heißt, das ist jetzt das Doppelzimmer mit 2 Einzelbetten. Es gibt, glaube ich, auch noch ein Doppelzimmer mit einem Doppelbett. Wir haben kleine Nachttischchen hier, was ich sehr schön finde. Da kann man was verstauen. Also wenn man vielleicht etwas länger verbringen möchte hier Zeit, das ist sehr schön. Ich würde mal sagen, das ist so ein kleiner Geheimtipp hier. Und zwar, die Stadt ist nichts Besonderes. Sorry, wenn ich das sage, aber ist wirklich so. Wir haben hier auch noch Stauraum, ja, für eure Sachen. Da sind jetzt meine Sachen drin. Also bitte nicht so genau hinschauen. Man könnte das als Ausgangspunkt hier nehmen, dann wenn man zum Beispiel gerne an der Küste ist, denn wie gesagt, die Küste ist ganz nahe dran. Oder natürlich auch, wenn ihr in die Berge fahren wollt, ne? Also entweder Motorradtouren oder mit dem Auto, das ist kein Problem. Das sieht dann so aus, wir haben so einen kleinen Kühlschrank hier, wir haben sogar einen kleinen Schreibtisch. Also man könnte durchaus hier längere Zeit verbringen, sage ich mal. Ich habe gerade noch mal gefragt, also Frühstück bieten sie nicht an. Und unten ist aber gleich nebenbei ist ein Restaurant, das ist aber nicht zugehörig. Ich habe extra gefragt. Ja, ich werde heute Abend wahrscheinlich diese Pizzeria aufsuchen, die es hier irgendwo geben soll. Das bekommt man alles dann hier. Und hier haben wir sogar, könnte man noch mal irgendwie, kann man sogar noch einen kleinen Esstisch hinstellen. Und das sieht dann so aus, das Badezimmer. Es macht eigentlich alles einen ganz guten Eindruck. Es ist jetzt nicht alles ganz neu. Es sind natürlich so einige dunkle Flecken hier, wie ihr seht, so zwischen den Kacheln zu erkennen. Ja. Aber es sieht alles neu gestrichen aus und so. Also gar nicht jetzt mal so schlecht. Und das ist hier nochmal ja, der Hauptraum, das Schlafzimmer praktisch. Das wollte ich euch sagen. Ich gehe nachher dann durch den Ort nochmal ein bisschen mit der 360-Grad-Kamera. Sol brillando en la mañana, en Algarrobo empieza el sol, con las calles blancas palmeras y el aroma del limón. El mar canta su melodía, los vecinos dicen olé, con guitarras y alegría empieza el amanecer. De Algarrobo a Competa vamos bailando sin parar, con vino dulce y palmas al compás, que bien se vive acá, entre montañas y mar, que linda está mi tierra allá. De Algarrobo a Competa es fiesta sin final,
de Algarrobo a Competa, vamos bailando sin parar, con vino dulce y palmas al compás, que bien se vive acá, entre montañas y mar, que linda está mi tierra ya, de Algarrobo a Competa, es fiesta sin final. Competa, joya serrana, con su vino y su canción, flores cuelgan de los balcones, hay poesía en cada rincón, calles que suben al cielo, suspiro entre jazmín. Con cada paso en la plaza se escucha un duende por ahí. De Algarrobo a Competa, vamos bailando sin parar, con vino dulce y palmas al compás, que bien se vive acá. Was kann ich euch noch zu dem Hotel oder zu der Pension sagen? Ja, Hotel ist es nicht, nennt sich ja auch Pension. Ja, es riecht nicht schlecht hier. Das ist ja auch manchmal wichtig, das merkt man ja natürlich auf den Videos nicht. Alles riecht in Ordnung, denke ich mal. Wie morgen früh die Dusche ist, weiß ich nicht. Für mich ist das auch immer wichtig, aber das kann ich euch dann vielleicht noch sagen. Ob da alles funktioniert, ob der Duschkopf in Ordnung ist und so weiter. Ansonsten werde ich jetzt mal ein bisschen relaxen. Ich war, wie gesagt, gerade in der Pizzeria, sehr zu empfehlen. Hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Habe noch ein Tiramisu danach gegessen, habe ein Limoncello oder All You Can Drink Limoncello. Der bringt dann gleich immer so eine Flasche an. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. So, er meinte, kleines Geschenk, soll ich die ganze Flasche jetzt mit nach Hause nehmen oder was? Aber das war keine Verkaufsflasche, sondern offen praktisch. Und ja, also sehr nette Leute, auch in dem Restaurant sehr zu empfehlen. Und dann hören wir uns morgen erstmal wieder, würde ich sagen. Bis dann. So, hier ist nochmal meine Zusammenfassung. Und zwar, wenn man hier eine Nacht übernachtet, dann ist es ja doch immer alles ein bisschen anders. Wenn man reinkommt in das Zimmer, als erstes ist es meistens immer gar nicht so schlecht. Und dann natürlich nachher im Laufe der Zeit merkt man so einige Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt nennenswert, für mich aber schon, deshalb werde ich sie erwähnen und ihr könnt dann halt selber entscheiden. Wenn es jetzt nochmal um die Sauberkeit geht, ansonsten hier so im Schlafzimmer oder wie man Wohnzimmer, Schlafzimmer, habe ich jetzt hier nichts gefunden. Das ist eigentlich alles okay. Im Badezimmer wiederum dann heute beim Duschen ist mir dann aufgefallen, das hatte ich ja gestern schon erwähnt, dass vielleicht hier so einige schwarze Stellen sind. Jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn wir jetzt hier nochmal in die Dusche gehen, ich schalte nochmal auf die vordere Kamera um. Da haben wir dann zum Beispiel hier am Schlauch, wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist total schwarz, das ist alles Schimmel. Das ja, ist halt so eine nasse Ecke, aber das müsste man eigentlich beheben, ne? So sieht der Duschkopf aus. Also es hat vom Duschen alles geklappt. Man muss eine ganze Weile das warme Wasser laufen lassen, das kommt wahrscheinlich aus dem Keller oder so. Und dann kriegt man auch sehr warmes, heißes Wasser hier. Aber ja, das mit der Dusche, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, dass das da so stark verschimmelt ist. Die andere Sache, was ich erwähnen wollte, ist, dass sobald es dunkel wird, es gibt hier ein Fliegengitter. So, hier ist das Fliegengitter. Ja, und das Fenster war gestern offen mit diesem Fliegengitter, so wie jetzt praktisch mehr oder weniger. Und dann dachte ich mir, wenn man dann eben abends die Beleuchtung einschaltet, dass das Fliegengitter
ja, gegen Fliegen hilft. Aber nach einer Weile habe ich gemerkt, dass an den Lampen, die halt an waren, überall Fliegen waren, alles so eine fliegenden Ameisen oder wie man sagt. Ja? Also ganz komisch. Es waren keine Mücken, aber das waren so eine komischen fliegenden Ameisen. Ich weiß nicht, wie die genau heißen. Das fand ich schon mal nicht so gut. Und dann habe ich dann noch mal ein bisschen am Fenster rumgewurschtelt. Ich wollte ja eigentlich, dass das eigentlich offen ist, weil es ja keine Klimaanlage hier gibt. Und, aber irgendwie müssen die Dinger sich da den Weg durch diesen Verschlussmechanismus gebahnt haben und das kam immer mehr. Und dann nachher sogar habe ich es brummen gehört, da war sogar eine Biene hier drin, also ich konnte es gar nicht glauben. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Doch einmal in Afrika, da war das genauso, wo dann die ganzen Insekten unter der Tür hindurchgekrabbelt kamen. Das war ziemlich schlimm und das Lustige ist dann immer, am nächsten Morgen ist alles weg, obwohl ich dann die Fenster alles richtig zugemacht habe. Ich weiß nicht, wie die dann wieder rauskommen oder so. Ja, und dann habe ich dann nochmal am Fenster, das habe ich dann richtig verschlossen und da war dann endlich Ruhe. Also mit Fliegengitter alleine geht das nicht. Man muss das dann richtig zumachen. Ja, und das ist dann natürlich ein bisschen schlecht, wenn man keine Klimaanlage hat. Das war das so zur Sauberkeit und zur Nacht. Außerdem abends ein ziemlich lauter Hund hier gebellt. Dann haben wir viel Taubengegurre. Und ja, wem es natürlich, wenn man müde ist und so weiter, wenn es dir nichts ausmacht, dann ist es natürlich egal. Aber ich will es halt nur mal erwähnen, dass es sowas hier gibt. Ich sehe gerade wieder eine Taube da hinten. Also es sind sehr viele Tauben hier draußen, natürlich nicht im Zimmer. Wäre ja noch schöner. Ja, das ist alles hier. Checkout ist 12 Uhr. Ich fahre dann weiter, mache meine kleine Tour weiter. Ich habe ja noch ein Hotel oder eine Art B&B oder wie auch immer da in der Nähe vom Strand heute. Und vorher mache ich noch eine kleine Rundtour hier mit dem Bike. Jetzt packe ich alles zusammen. Dann werde ich nochmal meine Gedanken aufschreiben hier zu dieser ersten Unterkunft. Und dann lasse ich es euch dann nochmal näher wissen. Und natürlich mache ich das Video für euch, dass ihr euch dann selber einen Überblick verschaffen könnt. So, das war erstmal alles hier zur Pension Algarobenia in Algarrobo. Bis dann. Ciao, ciao.